Hallo ihr Lieben, ihr seht mich heute zum ersten Mal in dem neuen Haus und mit meinem neuen Hintergrund. Ich hoffe, es gefällt euch soweit ganz gut und einweihen darf das Ganze mir die Lilly, die dürftet ihr ja auch schon kennen. Und wir machen heute ein ASMR Arzt Roleplay. Das heißt, es ist wie immer so, dass das Video nur der Entspannung dient und natürlich keine medizinische Beratung oder ein Lehrvideo ist. Falls euch sowas interessiert, dann schaut doch gerne mal bei Dr. James Gill vorbei. Da habe ich mich auch ein bisschen informiert über die heutige Untersuchung. Und ja, der ist wirklich ein bisschen wie so der Bob Ross der Medizin. Also auch super entspannend zuzugucken. Ich verlinke es euch gern mal. Und ja, jetzt dürft ihr euch entspannen und bei dieser Schilddrüsenuntersuchung. Okay. So, du bist heute hier, weil du so ein bisschen Haarausfall bemerkt hast. Genau. Ja, und möchtest es einfach mal abklären lassen. Ich bin ja Endokrinologin, das heißt, ich werde vor allem deinen Hormonstatus bzw. auch im Besonderen dabei auf die Schilddrüse achten. Okay. Jetzt werde ich aber erstmal noch ein paar Daten von dir aufnehmen. Ja? Okay, du hast ja schon ein paar Sachen ausgefüllt. Bestehen bei dir irgendwelche Allergien? Nein. Okay. Sonstige Erkrankungen der Atemwege, Herz, Niere, Leber? Gar nichts. Also sonst keine Erkrankung der inneren Organe. Hattest du irgendwelche Operationen? Auch nicht. Unfälle? Auch nicht. Okay. Sonstige chronische Erkrankungen, von denen ich wissen müsste? Auch nicht. Nein. Okay. Gut. Ja, also sonst irgendwelche Symptome, die noch wichtig wären, außer dem Haarausfall? Nein, sonst Nee, nichts. sonst jetzt nichts, ja. Aber zur Sicherheit ist natürlich immer gut, das einfach mal abklären zu lassen. Genau. Sonst hast du Schmerzen im Gesicht? Nicht wirklich. Nein. Irgendwelche Schmerzen bei Bewegung, gerade Kopf-Nackenbereich? Manchmal ein bisschen im Kiefer, aber Ja. auch nicht immer. Wie sieht es denn mit deinem Appetit aus? Ist der gesteigert oder verringert? Ich würde sagen normal. Normal, wie immer. Ja, genau. Sonst deine Haut, ist die trockener als sonst oder vielleicht von der Temperatur etwas anders? Ist dir da was aufgefallen? Nichts, was mir aufgefallen wäre. Okay, sonst ein Gewichtsverlust oder auch eine Steigerung des Gewichts in letzter Zeit? Weder noch. Nee, okay. Sonstige Muskelschwäche oder sonst was? Ich glaube nicht, nein. Gut. Also der Haarausfall kann jetzt bei der Schilddrüse für eine Über- oder Unterfunktion stehen. Ansonsten hast du jetzt zwar keine Symptome davon, aber es kann natürlich auch bei einer leichten so sein, dass man jetzt bisher gar nicht so merkt, dass es gar nicht so bewusst ist. Und deswegen würde ich jetzt erstmal die körperliche Untersuchung machen. Wir machen aber natürlich auch noch ein Blutbild, um da den Hormonstatus zu checken. Ja? Okay, gut, dann werde ich jetzt mal anfangen, mir deine Hände und Finger anzuschauen. So, ich nehme mir etwas Licht dazu und schaue mir ganz genau die Farbe der Haut an und auch, ob ich vielleicht trockene Stellen sehe. Die andere Seite, die Haut eher blass ist oder gerötet. Da sehe ich jetzt nichts Besonderes. Ich achte auch auf die Temperatur. Zum Beispiel bei einer Unterfunktion werden die Hände eher kühl, bei einer Überfunktion
eher so trockene Haut, ja, mit Rissen und Rau. Aber die Haut sehe ich jetzt hier als ganz normal an. Ich check noch den kapillaren Rückfluss. Okay, alles ganz normal. Nehmen aber natürlich auch noch die andere Seite. Vielleicht dann minimal trockene Hände, aber natürlich ist es ja auch gerade so, dass man viel die Hände wäscht, desinfiziert. Das sorgt natürlich auch für trockene Haut. Genau. Aber auch hier nichts Auffälliges zu sehen. So, nochmal den kapillaren Rückfluss. Auch gut. Genau, also die Hände sind auch nicht geschwollen, weil eine Schwellung der gesamten Hand würde auch für eine Unterfunktion sprechen. Und wenn hier so die Endglieder verdickt sind, ja, das nennt man Trommelschlägelfinger, dann würde das für eine Überfunktion sprechen, aber weder noch. Okay. Alles gut. So, genau. Jetzt habe ich alles gecheckt. Das ist soweit in Ordnung. Auch die Nägel waren völlig in Ordnung. Alles gut soweit. Jetzt teste ich noch auf einen Tremor. Das ist so ein Zittern der Hände. Jetzt einfach mal die Hände nach vorne strecken. Genau, bei einem Tremor würde jetzt das Blatt sehr wackeln. Okay. Aber auch da ist alles gut, kein Tremor. Okay. Genau. Dann würde ich jetzt den Puls mal den Fingern. Mich interessiert natürlich die Schnelligkeit, also wie hoch dein Puls ist. Es sollte unter 100 und über 60 Schläge die Minute sein. Okay. Genau, das sind jetzt in etwa 80. Das ist super. Außerdem ist er symmetrisch, der Puls. Und ich spüre jetzt auch keine Unregelmäßigkeiten oder Arrhythmien. Also vom ersten Tönen her, weil zum Beispiel Herzrhythmusstörungen zum Beispiel für eine Überfunktion sprechen würden. Und genau, aber das höre ich auch später nochmal das Herz dann ab. Genau. Jetzt werde ich auch noch. So, genau. Da schaue ich auch nochmal auf die Qualität des Pulses. Ja, aber auch da spüre ich jetzt nichts Auffälliges. Okay, dann würde ich mir als nächstes ein bisschen die Kopfhaut und die Haare anschauen. Okay, ja. Bin ganz vorsichtig. Also Haarausfall kann natürlich auch einfach sein, dass das mehr verstärkt ist, wenn man zum Beispiel Stress hat. Oder jetzt eben im Winter, beziehungsweise beim Wechsel von Winter auf Sommer, dass dann mal einfach mehr Haare ausfallen. Also das muss jetzt nicht irgendwie gleich eine Krankheit bedeuten. Okay. Aber es ist schon so, dass wir einfach in Deutschland zu wenig Jod über die Nahrung aufnehmen. Und
Schilddrüsenunterfunktion begünstigen. So. Also ich habe jetzt hier auch keine kahlen Stellen oder so können. Also an sich hast du ja sehr volles Haar und sehr viele Haare. Und ja, da kann es einem schon mal so vorkommen, als wäre das jetzt viel, was da rauskommt. Ich glaube dir natürlich, dass du Haarausfall hast, ja, also so subjektiv, aber ich kann jetzt wie gesagt keine kahlen Stellen oder sowas entdecken. Das ist schon mal sehr gut, aber ich mache natürlich trotzdem weiter und bei den Blutuntersuchungen werden wir auch sehen, ob dann vielleicht doch was ist. Ich werde jetzt dein Gesicht abtasten, um zu gucken, ob da vielleicht eine Schwellung besteht. Wie ich ja schon gesagt habe, bei einer Unterfunktion man häufig Schwellungen zum Beispiel im Gesicht oder den Händen. Es liegt daran, dass der Körper die Glucosaminglycane nicht mehr abbauen kann und die im Gewebe verbleiben. Ja. Aber ich spüre jetzt keine Wassereinlagerung. Kann ich auch schon mal hier anfangen mit den Lymphknoten. Denn zum Beispiel gibt es auch manchmal, dass die Schilddrüse chronisch entzündet ist und dann ja, dadurch eine Fehlfunktion hat. Und dann wäre zum Beispiel auch so geschwollene Lymphknoten ein Zeichen. Hier submandibulär. Das ist nicht geschwollen. Da auch nicht. Und ich bewege mal vorsichtig den Kopf. Du sagst mir, ob du da irgendwo Schmerzen hast. Denn auch Muskelschmerzen können zum Beispiel durch die Schilddrüse bedingt sein. Muskelschmerzen, Muskelkrämpfe, Muskelschwäche. Keine Schmerzen. Sehr gut. Dann werde ich jetzt die Schilddrüse jetzt im Speziellen anschauen, ob die vergrößert ist. Mal. So. Also wir haben hier den Sternocleidomastoideus auf beiden Seiten und unter dem Kehlkopf. Geht das so? Ja, das ist auch ein bisschen unangenehm. Geht so. Ja, hast du da keine Schmerzen? Keine Schmerzen. Genau, da spüre ich mal, wie gut verschieblich die Schilddrüse ist. Die ist gut verschieblich, also nicht zum Beispiel durch chronische Entzündung verklebt mit Muskulatur oder sonst was. Und ja, auch von der Festigkeit her, so wie ich es von Schilddrüsen kenne. Genau, man sieht ja auch, dass sie nicht vergrößert ist. Die würde man sonst sehen. Genau, dann kannst du mal bitte schlucken. Ja, da hat man auch gemerkt, dass sie die Bewegung mitgemacht hat, so wie es sein soll. Einmal nämlich hoch und tief.
hören. Am besten höre ich, wenn du gerade nicht atmest. Also würde ich dich bitten, einmal tief einzuatmen und zu halten. Ich höre auf Geräusche. Die eine Seite und ausatmen. Ja, super. Jetzt die andere Seite nochmal tief ein, halten. Auch da höre ich keine Geräusche, kein Stritor. Und aus. Super, sehr gut. Also mit der Schilddrüse selbst ist alles okay. Was ich aber noch machen werde, ist deine Augen mir anzuschauen, weil tatsächlich kann so eine Schilddrüsenerkrankungen auch die Augen betreffen. Und da machen wir jetzt einfach ein paar Tests noch. Ja? Okay. Kurz aufschreiben. Okay. Ich werde jetzt erstmal deine Augen leuchten. So. Genau, schau am besten einfach auf meine Nase. Genau, kann ich gut die Pupillenreaktion beobachten. Okay, das ist auch eine normale Pupillenreaktion. Okay. So, jetzt einmal wieder auf meine Finger schauen. Der Kopf bleibt fest. Nochmal. Super. Ich habe nach einer Lidverzögerung geguckt. Lid lag, sagt man auch dazu. Das heißt, ob quasi das Lid der Pupille folgt. Okay. Genau, das hat auch gepasst. Sehr gut. Darfst du einmal das Licht fixieren und dem Licht folgen. Genau. Zu gucken, ob die Augenbewegungen auch gut funktionieren. Das schneller. Ja. Sieht auch gut aus. Darfst du einmal ein Auge zuhalten? Wie viele Finger zeige ich? Eine. Wie viel? 2. 3. Das andere Auge? 3. 2. 1. Gut. Dann sagst mir bitte, wann du meine Finger in deinem Siehfeld sehen kannst. Jetzt. 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 Sehr gut. Also auch die Augen sind auf jeden Fall in Ordnung. Dann mache ich jetzt noch eine Untersuchung des Herzens und die Reflexe. Beziehungsweise die Reflexe werde ich ja zuerst machen. Einfach hier ablegen, ganz locker. Supinatorreflex. Okay. Hier. Okay. Gut, dann werde ich einmal noch die Patellasehnenreflex und die andere Seite. Gut. Ich schaue, ob ich hier Ödeme feststellen kann. Wie gesagt, Wassereinlagerungen können ja für eine Unterfunktion sprechen, aber da nehme ich jetzt auch nichts wahr. Okay. Genau, zum Abschluss werde ich jetzt nochmal dein Herz abhören. Das so genau. Genau. Ja. Also ich kann da
weder eine Tachykardie noch eine Bradykardie feststellen. Und auch keine Unregelmäßigkeiten. Sehr gut. Okay, gut. Dann habe ich jetzt soweit alles getestet. Ich kann tatsächlich jetzt, konnte zum Glück nichts finden. Wie gesagt, wir werden auch gleich noch eine Blutuntersuchung machen. Aber ich nehme mal ganz stark an, dass mit deiner Schilddrüse alles okay ist. Und dass das vielleicht vom Stress oder vom Jahreswechsel kommt. Ja. Also da dann lieber einfach mal ein bisschen abschalten oder so. Das tut immer gut. Und genau, aber sollte dir noch etwas anderes auffallen, kannst du natürlich gerne wiederkommen. Und dann können wir natürlich auch andere Untersuchungen machen. Okay. Aber so die allgemeinen waren jetzt gut. Okay. Super. Dann